miteinander. Mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf dem Zeichenkanal Drawing Like a Sir. Doch dieses Mal geht es ausnahmsweise nicht um Anime oder Manga, sondern tatsächlich um ein realistisches Bild mit richtigen Copic-Chow-Markern, so wie sonst auch immer. Und dieses Mal benutzen wir sie nicht für 2D-Optik, sondern tatsächlich für ein realistischeres Bild. Und wie ihr hier seht, geht es in diesem Weinglas natürlich auch ganz heikel her. Deswegen würde ich euch empfehlen, zumindest mal schon mal einen Copic-Chow-Marker in der Hand gehabt zu haben. Wenn ihr Anfänger mit Copic seid, dann würde ich euch dieses Bild hier nicht empfehlen. Ich habe Tutorials auf meinem Kanal, die eher für Anfänger geeignet sind, allerdings gehört dieses Bild hier nicht dazu. Dazu brauchen wir tatsächlich die Copic-Marker, wie gerade eben schon erwähnt. Allerdings ist das nicht alles, denn so ein kleiner Guildschreiber wäre auch nicht schlecht, gerade so für Details. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr da eher Fan von seid, weiße Tusche benutzen. Schwarze brauchen wir allerdings nicht. So blöd es sich auch anhört, aber wir brauchen tatsächlich kein Inking hierbei. Das heißt keine Multiliner, keine Fineliner, nicht sonst irgendwas. Wir brauchen tatsächlich nur Bleistift und Radiergummi, was das Zeichnen angeht. Und wer sich für das Papier interessiert, was ich benutze, das ist der Layout-Block von Hanemühle, wie ihr hier sehen könnt. Also dann, fangen wir gleich mal an. Also, fangen wir mit einer Skizze an. Diese Skizze beginnen wir mit einem ganz normalen Kreis. Seid euch aber im Klaren darüber, dass dieser Kreis so rund wie es nur irgendwie geht sein sollte, weil wenn dieser Kreis nicht rund ist, dann ist das euer Weinglas später in der Mitte auch nicht. Und dann ist euer Weinglas genauso verzerrt wie euer Kreis. Gebt euch bei diesem Kreis also Mühe. Und über diesen Kreis, den ihr gerade gezeichnet habt, legt ihr dann ein Oval. Dieses Oval stellt natürlich die Öffnung von dem Glas dar. Und unter diese Skizze zeichnet ihr dann einfach noch den Hals von der Flasche. Nun können wir uns dem Inhalt des Glases widmen und das ist natürlich der Wein. Ich sollte euch vielleicht nochmal darüber informieren, dass der Wein gerade eingefüllt wird. Deswegen könnt ihr den Weinstrahl oben rechts zeichnen und natürlich den Wein an sich etwas aufbrausen, dass es nicht so langweilig aussieht. Seid euch darüber im Klaren, dass ihr noch keine Details einzeichnen müsst. Es geht einfach nur um die ganz grobe Form vom Wein. Und danach könnt ihr ein paar Spiegelungen praktisch in den Hals vom Weinglas mit einzeichnen. Noch nichts Festes, allerdings etwas vorskizziert. Nun kümmern wir uns um die Details, die der Wein an sich aufweist. Darunter sind natürlich unter ein paar ganz normalen Sprudelwellen der Strahl und links der Wein, der direkt auf das Weinglas trifft und deswegen das Weinglas herunterrinnt. Achtet besonders auf den Strahl. Das kann ich schon mal im Vorhinein sagen, nämlich der wird recht schwer zu zeichnen. Jetzt können wir schon fast mit der Koloration loslegen. Allerdings noch nicht ganz, denn wir müssen noch eine ganz wichtige Vorbereitung treffen. Und diese Vorbereitung ist nochmal das letzte Bearbeiten von der Skizze. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, werden wir hier definitiv nicht inken. Das heißt, wir benutzen keinen Multiliner, keine Tusche, nichts sonst was. Wir werden auf den Bleistiftlinien zeichnen. Allerdings kann es schon mal ziemlich messy werden, wenn wir da einfach mit einem Copic-Chow-Marker über Bleistiftlinien drüber malen. Dann könnten die Bleistiftlinien logischerweise verschmieren. Deswegen radiere ich die meisten Bleistiftlinien aus und gehe sie so dünn es geht noch einmal nach. Also gerade so, dass sie nicht verschmieren. Wie ihr hier sehen könnt, ist meine Skizze jetzt um einiges magerer und die Striche sind um einiges dünnerer als davor. Klar, der Copic soll ja nicht verschmieren, gerade weil es ja auch ein sehr heller Ton ist. Hierbei handelt es sich um den Ton R20. Einfach Blush genannt. Dieser Ton ist so ziemlich die Grundierung für unser Weinglas, weil Wein ist ja an manchen Stellen sowieso etwas rosa und deswegen grundieren wir einfach mit einem Rosaton. Natürlich ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr einen anderen Rosaton benutzt. Dabei ist es nicht so wichtig, genau den gleichen Rosaton zu haben wie ich, sondern einfach nur ein Rosa. Natürlich ist es echt schwer, ohne geinkte Linien, sondern nur mit Bleistiftlinien zu arbeiten. Deswegen ist es voll und ganz in Ordnung, wenn ihr hier und da ein paar Bleistiftlinien nachgeht, gerade so zur Orientierung. Ich meine, man soll sich ja immerhin in seinem eigenen Bild noch orientieren können. Aus diesem Grund habe ich mir beispielsweise hier die Spiegelung eingezeichnet, die ich jetzt mit dem C1 Grauton nachgehe. Was wir jetzt noch grundieren müssen, wäre der Hals vom Glas und den kolorieren wir mit einer Mischung aus C1 und R20, also aus dem Rosa und dem Grauton, den wir gerade benutzt haben. Ich benutze hier abwechselnd mal Rosa, mal Grau, weil ich so eine kleine Mischung aus beidem haben möchte, wie gerade gesagt. Als nächstes widmen wir uns dem oberen Teil vom Glas, und zwar der Glasöffnung. Und die bin ich mit zwei Grautönen sogar nachgegangen, und zwar mit einem hellgrauen und einem etwas dunkleren Grauen. Hier in diesem Beispiel C1 und C5. Kommt natürlich drauf an, was ihr da lieber habt, aber ich wollte so eine Mischung aus hell und dunkel dabei haben.
Was ihr nicht vergessen dürft, ist hier und da mal immer ein bisschen über die Bleistiftlinien wegzuradieren, weil, wie gesagt, ihr habt ja hier und da mal ein paar Sachen drüber gegangen und da könnt ihr wirklich die Bleistiftlinien ausradieren, weil da braucht ihr sie nicht mehr, da seid ihr schon drüber gegangen. Mit der Rot geht ihr jetzt nach und nach die ganzen dunklen Stellen ab und arbeitet euch dann langsam vor zu den helleren Stellen, bis dann später euer halbes Weinglas rot ist. Wichtig ist dabei aber, keine hässlichen Übergänge zu haben. Die Übergänge sollten nicht hart, sondern möglichst weich sein und das macht ihr, indem ihr nochmal mit dem vorherigen Rosaton, je nachdem welchen ihr benutzt habt, bei mir eben Blush R20, geht ihr einfach nochmal die Übergänge nach. Und zwar so lange, bis sie schön weich sind. Damit wäre unser Weinglas eigentlich so gut wie fertig. Alles, was noch fehlt, ist das Verstärken von Kontrasten. Und das macht ihr am besten mit einem dunklen Grauton und der R59 Kardinal oder einer anderen dunklen Rot. Damit geht ihr einfach nochmal die dunklen Stellen nach, um das Bild ein bisschen kontrastreicher zu gestalten. Und voilà! Fertig ist euer Weinglas. Natürlich habe ich den kompletten Prozess jetzt nicht in diesem Video, weil es würde wirklich sehr lange dauern. Ich glaube, ich tue eine halbe Stunde lang, oder so um den Dreh rum zumindest, eine halbe Stunde lang in diesem Weinglas nochmal dunkle Stellen nachgehen und das will nun wirklich keiner sehen. Falls ihr aber ein kleines Behind the Scenes sehen wollt, dann schaut doch gerade ins Artist Opinion Nummer 17. Klickt also gerade hier oder schaut auf meinem Kanal nach. Nämlich, da habe ich den kompletten Prozess nochmal aufgenommen. Für die Streber unter euch, die das trotzdem nochmal sehen wollen. Einen kleinen Tipp habe ich allerdings noch für euch. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Lebendigkeit in euer Bild mit einbringen wollt, dann könnt ihr einen Gelschreiber oder einen Paintmarker oder weiße Tusche nehmen, je nachdem, oder meinetwegen auch Deckweiß, und könnt damit in eurem Bild vielleicht noch ein paar kleine Highlights setzen. Das ist in keinster Weise eine Voraussetzung für dieses Bild. Das sieht ohne auch einigermaßen schön aus, finde ich. Aber gerade so für den letzten Schliff könnt ihr das machen. Seid euch nur im Klaren darüber, dass ihr damit nicht übertreiben sollt. 2, 3 Highlights sind eigentlich genug für dieses Bild. Und voilà, da hätten wir also unser fertiges Weinglas. Mein Ergebnis ist ganz schön geworden und ich hoffe, euer Ergebnis ist das auch. Soweit bedanke ich mich ganz herzlich an euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dieses Video hier vielleicht kommentiert oder sogar einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Ganze denn geholfen hat. Noch einmal kann ich euch ans Herz legen, vielleicht ins Artist Opinion reinzuschauen. Dort habe ich eigentlich nichts Erwähnenswertes gemacht, wie gesagt, nur dunkle Stellen noch etwas dunkler gemacht. Das war jetzt nichts, was ich in diesem Tutorial hier extra nochmal ansprechen wollte. Des Weiteren könnte ich euch vielleicht noch ein paar andere Tutorials von mir empfehlen. Es sind zwar keine realistischen Sachen dabei, allerdings, wenn ihr Fans von Anime und Manga seid, dann ist dort bestimmt was für euch dabei. Soweit, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Tschüss!